Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Ich begrüße euch zu einem etwas anderen Video. Ich stelle euch nämlich dieses Mal kein kleines, elegantes Taschenmesser vor, sondern ein feststehendes Messer. Jetzt werdet ihr euch fragen, ist es ein Sinneswandel? Stellt er seine Sammlung um? Nein, da kann ich euch beruhigen. Ich werde auch weiterhin meinen Schwerpunkt auf Taschenmesser haben, auf elegante kleine Taschenmesser. Aber ich habe festgestellt, dass mir doch noch ein kleineres feststehendes Messer fehlt. Ich habe ja mein Bowlander von Steffen Meyer, das ich nach meinen Entwürfen habe von ihm bauen lassen. Das ist ein Messer mit einer 12 cm Klinge, insgesamt so bei 23, 24 cm lang und auch relativ stabil gebaut. Und wenn ich mit diesem Messer am Gürtel hier bei uns im Naturschutzgebiet unterwegs bin, dann komme ich mir manchmal ein bisschen komisch vor, denn hier gibt es so kleine ehemalige Schutzhütten für Torffahrer, die inzwischen zu Ausflugslokalen ausgebaut worden sind, und wenn man dann bei so einem längeren Spaziergang dort mal einkehrt, dann kann es schon sein, dass der ein oder andere ja einen komischen Blick auf das Messer am Gürtel wirft, und das fand ich jetzt persönlich nicht so gut. Deshalb habe ich mir gedacht, nimm dir mal den neuen Böker-Katalog und blätter ihn mal durch. Und beim Durchblättern blieb ich dann bei der Firma Moella hängen und habe mir dort ein Modell ausgesucht, das in dieser bordeaux-roten Pappschachtel geliefert wird. Und zwar handelt es sich um das Modell Bison. Ich habe es allerdings nicht bei Böker direkt bestellt, sondern habe mich ein bisschen umgeguckt, und den ersten Treffer, den mir Google rausgeschmissen hatte, war zufälligerweise das Messerdepot von Sven Kienast. Und da war ich dann so dreist und habe ihn letzten Sonntag nachmittags einfach mal angeschrieben und habe ihn gefragt, ob er mir das Moella Bison empfehlen kann, weil er es eben auch bei sich im Shop führte. Und er schrieb dann auch gleich zurück und sagte, dass er grundsätzlich alles empfehlen könnte, was aus dem Hause Moella kommt. Und da habe ich nicht lange gefackelt, sondern gleich die Bestellung rausgeschickt. Und Sven hat mir auch versprochen, mir ein schönes Exemplar mit einem schönen Holz herauszusuchen. Und wie das Ganze jetzt aussieht, das gucken wir uns jetzt an. In der Verpackung finden wir zunächst einmal Haribo, nicht eine, sondern gleich 2 Tüten. Vielen Dank nochmal dafür, Sven. Dann die Visitenkarte vom Messerdepot Kienast. Kann ich also nur empfehlen, der Sven ist ein guter. Wir haben hier einen kleinen Hinweiszettel zum Messer, zweisprachig in Spanisch und in Englisch, zur Pflege und zum Umgang mit diesem Messer. Und wir haben das Messer selbst hier in dieser dunkelbraunen, etwas rötlichen Messerscheide. Und hier hing noch so ein kleiner Zettel dran. Wenn man also nicht sicher ist, was man sich hier gekauft hat. Moella hat das nochmal vorsichtshalber draufgeschrieben. Hier steht also, es ist die Olivenholz-Variante. Schauen wir nochmal kurz über die Scheide, hier mit dem geprägten Moella-Logo. Einmal auf dem Leder und auch auf diesem Druckknopf hier. Die Scheide hat eine Gürtelschlaufe, um die Scheide allerdings dann nur senkrecht hängend am Gürtel zu befestigen. Sie ist gut vernäht, grundsätzlich auch gut verarbeitet, würde ich sagen. Da kann man nicht meckern. Persönlich mag ich natürlich Steckscheiden lieber und hätte auf diesen Druckknopf hier
verzichtet, weil im Prinzip bräuchte man diesen Druckknopf nämlich nicht unbedingt, denn das Messer lässt sich durchaus auch ziehen, wenn der Druckknopf geschlossen ist, hält aber so recht gut in der Scheide fest. Das heißt, da wackelt auch nichts. Und ja, ich weiß nicht, wozu man den Druckknopf jetzt genau braucht. Vielleicht um sich das Ziehen und das wieder reinstecken des Messers noch weiter zu vereinfachen. Dass man dann hier die Öffnung ein bisschen weiter hat. Das ist so für mich der einzige Grund. Persönlich habe ich mir jetzt angewöhnt, den Druckknopf geschlossen zu halten und hier den Fangriemen nochmal zusätzlich um den Druckknopf zu legen, um dann auch ein versehentliches Ziehen nochmal zu erschweren hier, sodass sich das Messer am Druckknopf nochmal verhakt. So, genug zur Scheide. Jetzt schauen wir uns das Messer an. Hier ist das kleine Teil, ganze 18 cm lang, mit einer 8,9 cm langen Schneide, mit einem schönen Hohlschliff. Die Messerstärke beträgt 3,6 cm, verjüngt sich natürlich hier zur Spitze, was nochmal durch die falsche Schneide hier über 2/3 der Länge verstärkt wird. Persönlich mag ich diese Klingenform. Ich stehe ja so ein bisschen auf Bowie-Messer und da ist mir dann auf den Bildern im Katalog die Klingenform hier natürlich gleich ins Auge gesprungen. Auch mit dem Hohlschliff an sich habe ich keine Probleme, wenn einige ja der Meinung sind, dass er dann ja schwächer ist oder die Klinge an sich schwächt. Aber bei der Messergröße hier ist kein besonders hartes Arbeiten mit geplant, sondern einfach nur mal ein bisschen schnitzen, ein bisschen fespern, und da ist eben auch so ein Hohlschliff sicherlich vollkommen ausreichend. Was ich auch schön finde, ist hier die echte Fingermulde. Ich habe ja nichts gegen Fingermulden, ich finde sie eigentlich ganz praktisch. Vor allen Dingen, weil man hier mit meiner Handschuhgröße 9 oder mit meinen mittleren Händen mit Handschuhgröße 9 durchaus auch problemlos in den Vorgriff gehen kann und die Mulde komplett nutzen kann, ohne Gefahr zu laufen, gleich hier auf die Schneide zu greifen. Der Daumen geht dann fast automatisch hier in diese kleine Mulde, die noch mit Jimping versehen ist. Das ist zwar nicht besonders aggressiv, aber trotzdem hält es den Daumen gut hier an dieser Stelle fest. Als Griffmaterial habe ich mich für Olivenholz entschieden und der Sven hatte mir ja zugesagt, mir ein schön gemasertes Exemplar herauszusuchen. Das hat er auch getan hier. Ich bin da ganz zufrieden mit, wie das Stück Holz hier gemasert ist. Die Griffschalen wurden mit 2 Messingnieten hier am Griff befestigt. Zusätzlich haben wir nochmal eine Messinghülse, die durch die Griffschalen und den durchgehenden Erl hier geführt wird. Und hier ist dann dieser relativ kurze Fangriemen, den ich mir persönlich noch etwas länger gewünscht hätte. Ich gehe dann meistens so mit einem Finger da rein und greife das Messer dann, falls ich es mal verlieren sollte aus der Hand, wenn es mal abrutscht, dann fällt es eben nicht zu Boden, sondern bleibt dann hier am Fangriemen hoffentlich hängen. Alles ist hier sehr sauber verarbeitet, sehr schön abgeschliffen. Ich spüre hier keinen Übergang zwischen dem Erl und den Schalen. Auch die Nieten sind sehr gut verschliffen. Die kann man zwar mit dem Daumen jetzt hier
spüren, aber es gibt hier keine scharfen Kanten. Alles sehr, sehr ordentlich. Der eigentliche Holzgriff bietet mir immer noch einen 4-Finger-Griff. Aber da ich, wie gesagt, gerne auch in den Vorgriff gehe, hier in die Fingermulde, habe ich kein Problem mit meinen mittelgroßen Händen hier auch mit dem Messer zu arbeiten. Allerdings muss ich dazu sagen, wer jetzt Handschuhgröße 9 plus hat, für den könnte es dann schon ein wenig eng werden. Wenn er dann auf dem Holz greifen möchte, dann wäre es vielleicht auch nur noch ein 3-Finger-Griff. Aber das muss dann natürlich jeder selber für sich entscheiden. Ich habe keine Probleme mit kleinen Messern und ich habe ja auch gezielt danach gesucht. Ja, was gibt es noch zu sagen zu diesem Messer? Das Gewicht beträgt gerade mal etwas über 100 Gramm. Ist natürlich schon außergewöhnlich für ein feststehendes Messer, würde ich mal sagen. Dann schauen wir uns nochmal an hier auf den flachen Stellen. Da hat sich Muella gedacht, es ist ideal, um hier ein bisschen Werbung aufzudrucken. Wir finden hier den Namen und das Logo, dann nochmal den Modellnamen und hier kaum noch mit bloßem Auge, zumindest nicht dann, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, zu erkennen. Selbst hier die Kamera hat ein bisschen Probleme. Lesen wir zum einen die Stahlbezeichnung Molybden Vanadium und darunter steht nochmal Made in Spain. Und die interne Bezeichnung für diesen Muella Hausstahl heißt MOVA, eben Molybden Vanadium. Ich habe ein bisschen danach geguckt im Netz, um herauszufinden, was das für ein Stahl ist, womit man ihn am ehesten vergleichen kann. Ja, da geht es natürlich dann gleich wieder hoch her bei den ganzen Stahlfetischisten, die das ganz genau wissenschaftlich betrachten. Ich denke, wenn man sich die Einzelbestandteile anguckt, dann ist er ähnlich zum AOS 8 Stahl. Andere sagen zum 1.4034, also zum amerikanischen 420er Stahl. Für mich entscheidend ist einfach, dass das Messer hier sehr, sehr scharf ist. Ich habe es also auf eine sehr, sehr gute Papierschärfe gebracht. Mit Druck kann es auch rasieren. Und wenn ich nun nach einem längeren Spaziergang nach Hause komme und muss das Messer einfach mal ein paar Mal übers Leder ziehen oder vielleicht über die Keramikstäbe vom Spyderco Sharpmaker, dann macht mir das absolut nichts aus. Da bin ich also nicht so der Stahlfetischist, der jetzt da drauf aus ist, hier nur irgendwelche Hochleistungsstähle zu haben. Das ist hier ein eher traditionelles Messer, kleines Jagdmesser. Birka verkauft es als Fahrtenmesser und da denke ich, bin ich mit diesem Hausstahl von Muella ganz gut aufgehoben. Ja, das soll es gewesen sein für den ersten Eindruck hier von meinem kleinen Muella Bison. Zum Abschluss vielleicht nochmal ein Größenvergleich. Ich habe ja seit einigen Tagen auch hier das BAC 110. Und wenn wir die beiden Messer hier einfach mal nebeneinander legen, dann sieht man schon, dass es sich wirklich um ein relativ kleines, feststehendes Messer handelt. Und auch vom Gewicht her liegt das BAC deutlich darüber. Es ist mehr als doppelt so schwer. Ich glaube, das BAC liegt so bei 206, 209 Gramm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das hier, wie gesagt, bei 103, 104 Gramm.
Also wie gesagt, zum einen länger und zum anderen auch noch schwerer als dieses kleine feststehende Messer. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es bei mir heißt: Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss.